Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema Gold, schwacher Juli, starker August. Disclaimer. Die Goldpreisentwicklung hat im Juli enttäuscht. Gold bewegt sich immer noch am unteren Kursband, das sich aber jede Zeit in einer schnellen Bewegung auf das obere Kursband bewegen kann. Das ist vermutlich Ende August, Anfang September erreicht. Dieser Anstieg dürfte Goldaktien stark antreiben. Ja, ist die Frage, wann das kommt. Man hat es jetzt noch verzögert, aber es kommt dann wahrscheinlich mit einer äh, größeren Wucht und dann muss man einfach im Prinzip vorher investiert sein, sonst kommt man zu diesen günstigen Preisen einfach nicht rein. Also das ist meiner Meinung nach absehbar, dass die Reise zum oberen Preisband ja in den nächsten Wochen antreten wird. Ja, hier nochmal ein Projektgenerator aus Mexiko, Peru und Kanada. Die haben insgesamt sehr viele Ressourcen. Und besonders in Mexiko, gibt's eine historische Produktion von 6,4 Millionen Unzen Gold und circa 70 Millionen Unzen Silber. Das ist Mexiko. Es gibt jetzt auch eine neue Meldung von dem Unternehmen, weil sie glauben, sie sind in Mexiko gut aufgestellt und es wird auch bald äh, also Cashflow reinkommen, meint man sich leisten zu können, dass man seine südamerikanischen Explorationsgeschäft weiter austreiben will, da in Peru, was natürlich dann auch noch viel Upside bringt. Sie sehen ja, das liegt in der Nähe, in Südperu sind die mit 9400 Hektar. Da sind sie ganz in der Nähe riesiger Deposits. Sie sehen das Santa Ana Deposit zum Beispiel mit 30 Millionen Unzen Silber, riesige Mengen Zink beispielsweise. Also da ist noch sehr viel Explorationspotenzial. Warum die Aktie so absolut günstig bewertet ist, ist sicherlich auch ein Phänomen, aber der Markt bewertet sowas im Augenblick eigentlich nicht. Dennoch lässt sich einfach feststellen, wenn wir hier mal von 2020 bis jetzt gucken, dass sich hier sozusagen bei dem Chart einfach ein höheres Tief etabliert hat. Und ich denke, das könnte die Stützungszone sein. Wenn der Gold- und Silbermarkt anspringt, dann ist vielleicht ganz schnell das Alltime-Hoch wieder erreicht und es geht weit darüber hinaus. Man könnte sagen, im Prinzip auch eine tolle Chance sozusagen, dass es nochmal so billig wird, weil ist schon sicher schon problematisch, wenn wir diese selbe Aktie dann für 12, 14 Cent oder so kaufen müssen. Wir können sie also im Prinzip fast noch wie am Corona-Tief kaufen. Aber viel tiefer dürfte es nicht gehen. Insofern ist es wirklich schon eine ganz interessante Situation, in der wir sind. Ja, meiner Meinung wirklich sehr viele Ressourcen, sehr viel Potenzial und würde sich dann vermutlich irgendwann auch mal in dem Preis manifestieren. Und Sie sehen ja, wie gesagt, eben der letzte Goldaktienanstieg ging hier von 2 Cent auf 14 Cent. Das sind einfach gigantische Anstiege. Und das natürlich jetzt mit anderen Zahlen könnte sich erholen, gerade auch wenn dann eben aus Peru weitere gute Bauergebnisse kommen sollten. Ja, generell noch mal einige grundsätzliche Aussagen zu Gold. Die Situation ist eigentlich schon so, dass jetzt Gold analog der 1970er Jahre äh, um 2000 $ auf 8500 $ steigen müsste. Ich denke mal, wir sind in einer ähnlichen Situation damals wie 1977, 78. Damals kam es auch noch zu einer starken Korrektur, die sicherlich viele Gold- und Silberinvestoren verunsichert hat und abgehalten hat, im Gold- und Silberboom mit teilzunehmen, beziehungsweise geschweige denn vom Goldaktienboom. Nichtsdestoweniger, die sich hätten damals nicht rausschütteln äh, also die sich damals nicht hatten rausgeschüttelt wurden sozusagen, konnten dann das derartig aufsammeln, 5, 10, 20, 30 Cent.
so wie das eigentlich jetzt aktuell auch mit den Penny-Gold-Aktien ist. Und Sie sehen, wo die hingegangen sind. Auf 10, 20, $30. Eine gigantische Rallye setzte dann ein bei Gold- und Silberaktien, die größte überhaupt bis dahin. Außer in den 1960er Jahren, da gab es schon mal eine Silberrallye, weil der Silberpreis sozusagen angepasst worden ist. Und in kurzer Zeit ich glaube, von 1,30 $ Richtung 4, $5 gestiegen ist. Und da gab es auch schon mal einige Tausende. Aber das war ein isoliertes Phänomen der 1960er Jahre. Das ist der allgemeine große Goldaktienbullmarkt eben von 1970 bis 1980. Ja, also wenn das denn zündet, dann muss man auf alle Fälle mit bei sein. Das geht schnell. Und ich denke tatsächlich, dass sie uns genau wie damals 1978 versuchen, äh, dass wir keinen Glauben an Gold und Silber haben und Goldaktien. Das versucht man damit zu erreichen. Deswegen auch vermutlich aus meiner Sicht, diese Tagesdrückung. Natürlich ist es müßig zu sagen, das ist die letzte Rausschmeiße vor dem Anstieg und so. Da muss man vorsichtig sein, das wird man absehen. Wir stecken ja nicht mehr drin, wie die planen. Aber ich denke mal, man will diesen großen Anstieg so wenig Aufmerksamkeit wie möglich geben, dass er kommt und so wenig wie möglich Investoren drin haben. Ja, also welche Ereignisse sind vorliegen? Wir glauben eben in erster Linie ein sogenannter Goldaktienbullmarkt. Der Treibstoff dafür ist der Anstieg von Gold in den nächsten 5 bis 6 Monaten oder bei 8 Monaten Richtung $2.400, vielleicht bis 40 bis $50 Silber. Das sind interessante Anstiege. Die gab es auch jetzt zum Beispiel 2016 im Goldbullenmarkt. Da ist Silber auch Gold auch um 30% angestiegen, hier vom Januar 2016 bis August 2016. Ist eine ganz interessante Performance mit 30%. Aber das wirklich Spektakuläre war, dass eben einige Goldaktien wie die hier nicht um 30% gestiegen ist, sondern um 10.000%. Also 350 Mal besser war. Und das ist der Grund, warum wir in Goldaktien sind und solche Anstiegswelle versuchen einfach zu timen. Weil wenn man da jetzt zum Beispiel den Gegenwert oder damals den Gegenwert einer Unze investiert hätte, im Januar 2016 hätte man im August, September 2016 ähm, ja, ein Gesamtresultat von 79 Unzen gemacht. Also man hätte durch das Investieren der Goldaktien, trotz des steigenden Goldpreises, hätte man am Ende 79 Unzen gehabt. Das ist natürlich ein ganz extremes Beispiel, wird sich nicht so wiederholen, kann man auch nicht treffen. Nur wir sind so extrem günstig. Viele Goldaktien werden für sich vermutlich eher so wie die hier aus der 2020er Situation verhalten. Damals stieg dieser Silberprojektgenerator aus Kalifornien von 2 Cent auf fast 40 Cent an und Gold stieg auch nur so, sage ich mal, roundabout 20%. Das war etwas mehr. Also das heißt, diese Goldaktie stieg auch 100 Mal besser als Gold. Und das dürfte ungefähr so die Richtung sein, die vor uns liegt. Und aber auch in diesem Fall können Sie aus einer Unze 10, 20, vielleicht 30 Unzen generieren. Also Sie können den Besitz von Gold und Silber mit der Goldaktienrallye maximieren, auch wenn das, sage ich mal, so ein bisschen widersinnig sich anhört, weil man muss für einen größeren Preis dann Gold kaufen. Aber da darf man gar nicht drauf gucken. Man maximiert einfach meines Erachtens seinen physischen Bestand und vergisst im Grunde genommen die Fiat-Currency-Bewertung. Ja, immer noch extreme Unterbewertung für Goldaktien. Also merkwürdigerweise werden Goldaktien als Anlageklasse mit Gold verglichen. Und seit 1996 sind die sozusagen in einem konstanten Bärenmarkt. Die Goldaktien im Verhältnis zu Gold. Und das hat eigentlich erst jetzt den Boden gefunden. Warum, kann man kaum sagen. Vermutlich, das sind gewisse künstlich erzeugte Eingriffe. Es wird da irgendeine Motivation für geben, warum man das so gemacht hat. Darüber können wir spekulieren. Das haben wir an anderer Stelle auch schon getan. Nichtsdestoweniger ist es sehr wahrscheinlich, dass diese extreme Unterbewertung in einer epochalen Gegenbewegung abgebaut wird. Und das ist natürlich dann die Zündung der Penny-Gold-Aktien
wo dann viele, die jetzt in 2, 3, 5, 10, 15 Cent kosten, dass da viele auf $1 oder mehr steigen. Natürlich hoffen wir natürlich, dass es noch besonders starke Anstiege bei in Goldaktien geben, dass dann sozusagen die Joker ist, aber das kann man nicht planen. Aber was man vielleicht planen kann, wenn man gute Penny-Gold-Aktien investiert und jeder kann ein paar 100.000 Penny-Gold-Aktien haben, vielleicht sogar 1 Million, gerade wenn man noch mal die niedrigen bewertet nimmt, auch die haben eine Chance, Richtung $1 zu schreiben. Und das ist meiner Meinung nach die absolut einmalige Chance, die durch diese Preisverzerrung besteht. Auch sind generell Junior- und Explorationsaktien im Vergleich zu Senior, Barrick etc. extremst unterbewertet. Und auch diese Lücke, das zeigt die Vergangenheit, löst sich ab irgendeinem Punkt epochal auf. Und das ist dann ja auch so, dass gerade die Junior-Goldaktien ein wesentlich besseres Investment sind als die Senior-Aktien. Und wir investieren hauptsächlich in Junior-Goldaktien, Explorationsgebiete. Es sind wirklich viele Argumente, die zu steigenden Preisen, die für steigende Preise sprechen. Ja, wie hätte man 1970 den Goldaktienbullenmarkt optimal gespielt? Ja, im Grunde genommen, so wie wir es jetzt machen. Man muss einfach stoisch Goldaktien nachkaufen mit möglichst hohem Potenzial, das beobachten, ob das in die richtige Richtung geht, ob da weiterentwickelt wird, eine positive Dynamik ist, gegebenenfalls hier und da phasenweise nachkaufen, aber auf alle Fälle verteilen. Es gibt viele Goldaktien mit enormem Potenzial, eben weil das Risiko so hoch ist, weil es wirklich pleite gehen kann, übernommen werden kann. Äh, Da ist schon eine große Gefahr. Um der entgegenzusprechen, muss man das im Prinzip relativ gleich behandeln, die Penny-Gold-Aktien. Sie sollte nur eins ein. Es sollte diese sollten so möglichst wie viele Superlative haben, wie tolles Management, wie große Ressourcen, hochgradiges Gold etc. Also das, was nachher in einem Mania, wenn sich jeder für Gold und Silber interessiert, gesehen wird und dann, weil der Markt sehr eng ist, geht dann das Geld in diese Sektoren rein und ganz schnell ist es Penny-Goldaktien, Dollaraktien viel mehr gesehen. Und Sie sehen hier ein Beispiel einer Aktie, eben hier aus dem Bullenmarkt, glaube ich, das war hier von 2009 bis 2011. Mit einmal ist sie von nichts hier von 10 Cent auf $10 ausgebrochen, ganz kurzer Zeit. Das erwarten wir nicht für jede Penny-Gold-Aktie, aber für einige vielleicht am Ende doch. Aber viele Penny-Gold-Aktien dürften auf alle Fälle den Weg in Richtung $1 finden, meiner Meinung nach, in diesem relativ starken Bullenmarkt, der vor uns liegt. Also hätte man zum Beispiel $50 damals in Goldaktien investiert, wäre das vielleicht ein 100-Bäcker gewesen, hätte dann in dieser Gold-Euphorie das verkauft, hätte das reinvestiert, und zum Beispiel in Top-Fonds, die Berkshire Hathaway. Also man hätte nur zweimal handeln müssen an der Börse, wo man hätte Vermögen geschaffen. Meiner Meinung nach ist das auch die absolut richtige Antwort. Übrigens schon damals auf diese Rentendiskussion, weil wir stehen ja vor einer Implosion. Die Kaufkraft der Renten etc. wird weggehen. Der Staat kann als solches auch ausfallen, sind viele Risiken. Jedenfalls, Sie wissen, ich bin ja auch ein Jäger von Grez orientiert, der sagt ja auch, dass die Standardaktien, die Aktien, und das sind Vermögenswerte, das andere sind eher Staatsanleihen, Versprechungen, dass irgendwann da was bezahlt wird, dass die 95 bis 99% Wertverlust gegenüber Gold haben. Also Prinzip abschalten, diese klassischen Vorsorgeprodukte und einfach ein Vehikel suchen, wie kann ich möglichst viel Gold und Silber machen. Und ab irgendeinem Punkt ist dann Gold und Silber so stark, so übertrieben, dass man phasenweise bis zu diesem Punkt eben davon leben kann, aber sich bewusst sein muss, wenn diese extreme Übertreibung kommt, muss man auch Einkommen produzierende Werte dann dafür einwechseln. Irgendwann ist der Boom einfach vorbei. Aber wenn Sie hier diesen Report verfolgen, wir werden genau das versuchen auch bekannt zu geben, zu timen, wann tatsächlich ein Assetklassenwechsel ähm, eintreten wird oder sinnvoll erscheint. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, da geht es eigentlich darum, wenn die Goldaktien steigen, dass es nicht im Prinzip
positiv gesamtwirtschaftlich gesehen. Das ist einfach so, dass mit einmal viel reinströmt. Das ist gleichzeitig auch als Warnsignal zu betrachten. Und das könnte ein Signal sein, dass, wenn das heiß läuft, die hohe Euphorie ist, dass das irgendwie gestoppt wird. Zum Beispiel durch die Eingriffe von den minenproduzierenden Ländern. Es könnte extra Steuerverstaatlichung, sonst was geben, beziehungsweise auch das eigene Bankensystem, es wird vom Bailout gesprochen, kriegt man die Gewinne noch realisiert. Und also das heißt in Sachwerten ausgezahlt, weil deswegen muss man eigentlich diese Gewinne, und das geht ja wirklich schnell, wenn es ins Bewegung kommt, dann einfach schon phasenweise verkaufen und eben mehr Gold und Silber zum Beispiel davon kaufen. Nur ein Punkt, das ist, sage ich mal, ein ökonomischer Tiefpunkt, auf den wir uns hinbewegen. Ich nenne das jedenfalls so. 1980 hatten wir das, da war eben dann, jeder wollte Gold und Silber haben. Und da war es eben die Situation, da konnte man, Mike Maloney hat das hier herausgefunden, für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Mittlerweile glaubt man, dass diese kommende Depression beziehungsweise Vermögenswertimplosion gegenüber Gold noch heftiger sein wird. Und das würde dann bedeuten, dass ich eigentlich nur 250 bis 300 Unzen für ein Standardhaus brauche. Das ist jedenfalls die Ableitung. Aber das gibt einem auch so ein bisschen das Rüstzeug mit, wie man jetzt handeln muss. Also man muss jetzt keine Immobilien kaufen, um, sag ich mal, Wohneigentum zu schaffen und so. Da fressen einen schon die Kosten aus. Wir müssen alles tun. Es müssen diese Ausverkaufszeiten Preise müssen ins Visier genommen werden. Dasselbe gilt für Top-Aktien. Ich meine, das wird ein härterer Meltdown sein, also oder eine Implosion. Das werden etliche Firmen, die heute noch als groß angesehen werden wahrscheinlich einfach ausgebucht und verschwinden. Nur wenige werden bleiben. Können wir aber beobachten mit dem generierten Gold und Silber. Und ab irgendeinem Punkt geht man phasenweise wieder rein, was auch immer übrig ist. Aber denken Sie, es soll laut ähm, Egan von Grey jetzt eine 95-prozentige bis 99-prozentige Fallen der Börsenwerte gegenüber Gold geben. Unvorstellbar, aber äh, äh, denke mal, er hat einen höheren und besseren Einblick und das wird nicht so falsch sein. Ja, Fazit. Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Das heißt, Sie müssen einfach die Dynamiken, die jetzt auftreten, spielen. Nun, wo wir keine Bitcoin-Dynamik haben, wird uns Bitcoin auch davon nicht ablenken, so wie es zum Beispiel 2017 oder 2016 gewesen ist. Da haben die noch die Show gemacht. Ich denke, das fällt aus, mehr oder weniger, und es bleibt einfach jetzt nur noch Goldaktien, Silberaktien übrig. Das heißt, es gibt eine Gold- und Silberaktienrallye in den nächsten 6 bis 8 Monaten, wo viele Werte um 10, 20, 30, 50, einige um das Hundertfache steigen könnten, weil sie so unterbewertet sind, dann nimmt man einfach, sagen wir mal an, wenn man das verteilt, wir machen einen Schnitt, also ist nur eine theoretische Hochrechnung, eine Ver25-fachung der Goldaktiengewinne, kaufen zum Beispiel davon mehr Gold und Silber. Wir wissen, dass zu dem Zeitpunkt noch nicht die Gold- und Silber-Maximalwerte erreicht sind. Das heißt, da geht es dann von diesen erworbenen Gold- und Silbergängen aus den Goldaktiengewinnen geht es auch nochmal eine Kaufkrafterhöhung um das Vierfache hoch. Und wenn das erreicht ist, ist es ein Verkaufssignal, dann muss man wechseln, dann wird es danach implodieren. Das war dann immer so eine Geschichte. Und wir müssen top einkommensproduzierende Assets wie Top-Aktien, sofern die noch existieren, Top-Fonds, Immobilien, die Cashflow bringen oder ganze Firmen gegebenenfalls kaufen. Jedenfalls, das würde bedeuten, dass jede $200, die man jetzt in eine Goldaktie investiert, wird auf einer Sicht nach dem Wechsel der Assetklassen langfristig $1 Million. Und das ist sozusagen genau das Gegenteil, was alle anderen leiden werden. Die anderen werden eben jetzt in den nächsten 5 bis 6 Monaten keineswegs eine Ver25-fachung ihrer Kaufkraft haben oder ihre Bewertung haben, sondern eine Implosion. Die Aktienmärkte werden seitwärts gehen, fallen vielleicht und entwerten sich trotzdem gegenüber Gold. Und dieser Prozess findet erst sein Ende,
wenn die im Faktor, wenn das um das 99% runterging, so wie Herr von Kreels das sagt. Deswegen, normale Standardaktien sind überhaupt kein Investment meines Erachtens. Ähm, ja, und also klar, die Leute können jetzt ihre Lebenshaltungskosten immer schwieriger bezahlen. Das führt dann dazu, ist wunderbarer Nebeneffekt, dass sie eben kein Gold und Silber mehr kaufen können, weil sie schlicht und das Geld haben. Das heißt, sie können nicht mal ihre Kaufkraft retten, beziehungsweise latent nochmal steigern, weil sie aufgefressen werden von den Kosten. Und genau dann, wenn Sie denn kein Gold und Silber haben, dann können Sie auch nicht reinvestieren, wenn diese normalen Vermögenswerte wie 1980 super billig sind, wie ich gerade gesagt habe, Top-Häuser, Top-Fonds etc. Das heißt, wo jetzt die 95%, die jetzt auf Rentenversprechungen und sonst was etc. warten, äh, äh, die, 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 die zahlen das sozusagen, die machen das möglich, dass wir profitieren können. Weil das sind sozusagen einfach der Blick auf die Situation und dementsprechend haben wir da unsere Schlüsse gestellt. Wir können, will ich damit sagen, einfach nicht konventionell investieren. Das ist unmöglich. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen, diese Aktien zu identifizieren, zu sortieren, das nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Ähm, Errechnen sogenannten Potentialfaktor, das Anzahl des Goldes, also Anzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko. Bei Interesse erstelle ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag, wenn das für Sie interessant ist. Finden Sie da weitere Informationen unten im YouTube-Video. Eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Ja, Sachwerte Einkaufsgemeinschaft ist zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen, keine Mindestinvestitionssumme, eine Überweisung. Schon ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Sie können sich ausliefern lassen. Genauso leicht ist auch der Verkauf. Ansonsten vielleicht noch Broker. Also ich persönlich arbeite mit Flatex DEGIRO in Deutschland und Swissquote, wo man sich auch als Einwohner mit nicht Schweizer Wohnsitz ein Depot zulegen lassen kann, einfach um das ein bisschen diversifiziert zu haben. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit dir gefallen hat und mir vielleicht auch ein Like geben. Das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit nochmal und bis zum nächsten Mal.